Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir haben die 9-teilige Miniserie Hundekopftypen hinter uns gelassen und starten heute wieder mit einem für meinen Kanal typischen Video durch. Die Überschrift ist Ihnen sicherlich nicht verborgen geblieben. Sie wissen also, worum es geht. Stirbt der Wach- und Schutzhund aus? Meiner Meinung nach tut er das. Wenn ich mich so umsehe, wie sich alles entwickelt, tut er das. Dieses Video heute ist wieder ganz Dog Special typisch kritisch gestaltet, wenn ich so sagen kann. Ja, weil es hier einiges an Kritik auszuüben gibt, meinerseits. Sie wissen, wenn ich etwas sage, dann stehe ich dahinter. Ich mache mir vorher sehr viel Gedanken darüber, bevor ich etwas sage. Doch wenn ich das sage, wenn ich der Meinung bin, die ich da vertrete in meinen Videos, dann bin ich dieser Meinung. Und da bringt mich so schnell niemand mehr davon ab. So ist es auch heute. Also, sehen wir uns das Ganze mal etwas näher an. Lassen Sie mich Ihnen erklären, weshalb ich dieser Meinung bin, dass der Wach- und Schutzhund am Aussterben ist. Also, bis gleich. Nun, ich werde mir in diesem Video kein Blatt vor den Mund nehmen. Sicher nicht. Ich werde keinen Filter benutzen, ich werde frei von der Leber sprechen und viele Dinge so weitergeben, wie ich sie sehe. Empörung werden aufgrund dieses Videos nur Leute empfinden, die wegen ihrer Einstellung sowieso mitverantwortlich dafür sind, dass aktuell alles den Bach runtergeht. So sehe ich das. Ja. Und wenn ich mit diesem Video dann einen dieser Personen den Tag vermiese, dann ist das nur mehr als fair für mich, denn diese Leute vermiesen mir meine Tage ebenfalls. Ja. Was war der allererste Job des Urhundes? Selbstverständlich wissen das die meisten von Ihnen. Es war das Bewachen und das Beschützen. Klare Sache. Das Unterstützen bei der Jagd, das Hüten des Nutztiers und all die anderen Aufgaben, die Hunde so bravourös meistern, die kamen erst viel, viel später zum Zug. Unsere Vorfahren, die erkannten die Vorteile, die ein in der Nähe von menschlichen Lagern weilendes Wolfsrudel zu bieten hatte. Vor etwa 30.000 Jahren zählten auch wir zur Beute des Säbelzahntigers, der Höhlenhyäne oder des Höhlenbärens. Alle diese Tiere lebten damals auch in Europa. Knochen von Säbelzahntigern wurden in Deutschland ausgegraben, die der Höhlenhyäne in Österreich nicht weit von meinem Wohnort entfernt, und den Höhlenbär, den fand man auch überall. Waren alles mächtige Raubtiere, denen viele Menschen in der Steinzeit zum Opfer gefallen sind. Besonders in der Nacht wurden die Menschen im Schlaf überrascht, und da kam dann für die menschliche Beute höchstwahrscheinlich meistens jede Hilfe zu spät. Der Wolf, der kann in der Nacht besser sehen. Er hat ein feineres Gehör als wir, er hat einen weit schärferen Geruchssinn. Außerdem ist er sehr wehrhaft. Wir wissen das. Waren Wölfe in der Nähe des Lagers, wurden die Menschen vor dem sich nähernden Räuber gewarnt. Ist nun mal so. Die Wölfe kamen in Aufruhr, in Bewegung und begannen mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit gegen diesen Räuber vorzugehen. Das hörten die Menschen und konnten sich wappnen. Man geht heute davon aus, dass der Steinzeitmensch damit begann, die Wölfe in der Nähe seines Lagers örtlich zu binden, indem er ihnen regelmäßig Reste seiner Jagdbeute im Umkreis des Lagers darbot. Eine Art Frühwarnsystem, eine steinzeitliche Alarmanlage, wenn man so möchte. Die installierte er mit dem Urhund, mit dem Wolf. Ja, und dann ging eines ins andere und heute
sitzt ihr Hund neben ihnen. Nun, als ich noch ein Kind war, war es das Normalste auf der Welt, wenn ein Hund Wach- und Schutztrieb zeigte. Jeder kannte irgendwo einen scharfen Hund, der brav auf seinen Garten aufpasste, den man nicht ungefragt streicheln sollte, wenn er mit seinem Besitzer spazieren war, weil er besonders gut auf diesen aufpasste. Man hatte Respekt und zumeist war es das dann. Doch, wie wir alle wissen, haben sich die Zeiten geändert. Wenn Sie heute einen scharfen Hund führen, dann sind Sie schnell mal ein Gesetzloser, ein Asozialer, der keine Ahnung von Hunden hat und gemeldet gehört. Leider ist das heute häufig so. Da wird sich empört zusammengerotet, beim Amt angeklopft und ein Wesenstest für Ihren Hund gefordert. Oh, und dafür muss gar nicht viel geschehen sein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie waren mit Ihrem Hund unterwegs, als der Sohn der Dame von der Nachbarstiege mit seinem E-Scooter um die Ecke flitzte und voll in sie hineinkrachte. Für Ihren Hund ein unmissverständlicher Angriff auf Ihre Person, worauf er reagiert. Kein Biss, nur eine drohende Gegenreaktion, die Sie aber gekonnt abfangen, weil Sie Ihren Hund im Griff haben. Ja, unterm Strich nichts geschehen. Bis auf die Tatsache, dass Ihr Hund von diesem Zeitpunkt an jeden Menschen auf E-Scooter mit einem Angriff auf Ihre Person verknüpft. Das kann natürlich geschehen. Ja? Und die Leute, welche einen Wesenstest für ihren Hund fordern, erzählen dem Amt dann davon, dass ihr Hund in letzter Zeit bei Begegnung mit deren Kindern auf E-Scootern heftige Drohungen in Form von Bellen und oder Knurren zeigt und sie deswegen in ernster Sorge um ihre Sprösslinge sind. Nun, willkommen zur Einladung zum Wesenstest. Wissen Sie, wie so etwas abläuft? Ich schäme mich nicht im geringsten zu behaupten, dass Sie bei solchen Tests häufig der Willkür von absolut inkompetenten Personen ausgesetzt sind. Ich hatte schon mit einigen Leuten zu tun, die solchen Tests ausgesetzt waren, und ich habe schon mit einigen meiner Zuseher geschrieben, die das ebenfalls taten. Im Großteil dieser Tests läuft darauf hinaus, eine negative Reaktion Ihres Hundes auf eine Provokation zu erzielen. Auf 3 der ersten Testpraktiken möchte ich hier kurz mal eingehen. Ich weiß von einem Wesenstest, in welchem der Prüfer einen Prügel schwingend auf den Hund zukam, schnell zukam. In einem anderen wurden 2 leere Wasserkanister permanent zusammengeschlagen, während der Prüfer auf den Hund zumarschierte, in recht hoher Geschwindigkeit. Im dritten spannte der Prüfer einen Regenschirm ständig auf und zu und ging auf den Hund zu. Ich frage Sie, was wollen diese Dummköpfe von uns? Das ist Schwachsinn, das ist Irrsinn, das ist absolut verrückt. Reagiert Ihr Hund dann auf eine Art und Weise, die man als Angriffsbereitschaft deuten könnte, dann wird es kompliziert für Sie. Ja? Und die Chancen, dass Sie Ihren Hund nur mehr, also ausnahmslos nur mehr mit Maulkorb ausführen dürfen und eventuell auch andere Auflagen erfüllen müssen, die stehen dann sehr gut. Schauen Sie, 1981 kam Boris in mein Leben, mein erster Hund, den ich von meinen Eltern geschenkt bekam. Selbstverständlich haben sie den Hauptteil der Erziehung übernommen. Klar, ich war ein 11-jähriger Junge, brauchen wir gar nicht drüber reden. Doch, Boris wurde 11 Jahre alt. Als ich 16, 17 Jahre alt war, arbeitete ich intensiv mit ihm. Er war damals schon ein Top-Gebrauchshund. Mein Vater formte ihn zu einem der besten
Gebrauchshunde, die ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Und das sage ich nicht deswegen, weil Boris mein Hund war. Glauben Sie mir, nicht umsonst trug er den Spitznamen Weltmeister in unserer Welt des Hundeabrichtersports. Wir waren zwar nur ein kleiner Verband, doch es waren immer noch genügend Leute, die ihn unter diesem Namen kannten. Ja, Boris war ein exzellenter Wach- und Schutzhund. Hätte ich mit Boris einen solchen Wesenstest bestanden? Höchstwahrscheinlich nicht, obwohl Boris ein extrem eleganter, gütiger Hund war, der niemals auf Streit aus war, auch jedem Streit mit dominanten Rüden ausgewichen ist. Er ließ sich nichts gefallen. Und er fuhr in seinem Leben das eine oder andere Mal mit einem zu frech gewordenen anderen Rüden ab. Wortwörtlich wischte mit diesem Hund den Boden auf. Aber das geschah nur dann, wenn er wirklich zu dieser Konfrontation genötigt wurde. Von Boris ging nie ein Kampf aus. Nie. Er war auch niemals grundlos unfreundlich zu fremden Menschen. Boris war ein Hund mit sehr hoher Reizschwelle, ein sehr freundlicher Hund. Was aber nicht bedeutete, dass er immer verschmust war zu Fremden. Nein, er war sehr freundlich, dennoch reserviert. Aber er beschützte seine Familie. Da konnte kommen, was will. Das war bei ihm so. Wer bei einem Wesenstest irgendjemand auf provokante Art und Weise mit einem Knüppel auf Boris zugegangen oder hätte auf provokante Art und Weise mit Kanistern zusammenschlagend die Distanz zu ihm verringert oder einen Regenschirm gespannt, auf und zu gespannt, auf ihn zugehend, hätte sehr leicht geschehen können, dass Boris, der ein GH3-Hund war, in einer Art und Weise auf diese Person reagiert hätte, wenn ich nicht auf ihn eingewirkt hätte, was dafür gesorgt hätte, dass er den Wesenstest nicht bestanden hätte. Wie ich dann reagiert hätte, möchte ich dann gleich sagen, nachdem ich Ihnen jetzt gleich erzähle, wie das mit Attila ausgesehen hätte. Attila kam 1988 zu mir. Genau. Attila war ein reinrassiger American Pitbull Terrier, war nicht verträglich mit fremden Rüden, zu Hündinnen, ein Traumprinz, zu Welpen, ein Wahnsinn, super. Mit fremden Menschen kam er nicht gut zurecht, er war nicht unfreundlich, aber er war sehr reserviert, reservierter als Boris es war. Doch, er ging niemals grundlos zur Attacke über. Wenn wir Besuch von Menschen bekamen, die Attila vorher noch nie gesehen hat, und wir auf ihn einwirkten, war alles okay. Er ging auf seinen Platz, ließ den Besuch zwar niemals aus den Augen, aber da gab es niemals den Start einer Attacke oder ähnliches. Doch, wäre ich attackiert worden, mein Vater oder meine Mutter oder mein Bruder, hätte Attila zugeschlagen. Das ist so sicher wie das Amen nach dem Gebet. Ich förderte das bei diesem Hund, hatte das Ganze aber immer unter Kontrolle, genauso wie es bei Boris war. Aufgepasst! Wäre Attila bei solch einem Wesenstest durchgefallen, zu 100% wäre er das. Wäre ein solcher Prüfungsabnehmer, ein Wesenstestabnehmer, so ein tierschutzqualifizierter Hundetrainer oder Tiertrainer mit Kanister oder mit einem Knüppel oder mit einem Regenschirm auf und zuspannend auf Attila zugestürmt und hätte ich auf Attila nicht eingewirkt, hätte Attila attackiert. Ganz sicher. So, und jetzt möchte ich Ihnen sagen, wie ich in beiden Fällen reagiert hätte. Hätte Boris so reagiert und hätte Attila so reagiert. Vor diesem Prüfer hätte ich meine Hunde gelobt. Denn sie hätten das gemacht, was ich ihnen beigebracht habe, was ich von ihnen erwartet hätte. Würde draußen jemand mit einem Knüppel auf meinen Hund losgehen oder mit zwei Wasserkanistern zusammenschlagend auf meinen Hund zulaufen, dann würde ich das von meinem Hund erwarten. Und ich würde nicht nur warten, dass mein Hund zur Attacke übergeht, sondern derjenige, der das tut, hätte höchstwahrscheinlich von mir ebenfalls eine Ohrfeige. Ja? Und genau das würde ich dem Prüfer sagen. Für mich wäre das der absolute Schwachsinn, der absolute Irrsinn. Wie es mit Shiro ausgesehen hätte, mit meinem Tosa Inu, kann ich nicht sagen, da er leider mit 10 Monaten verstorben ist und noch viel zu jung war. Vito würde den Wesenstest bestehen. Wissen Sie wieso? Weil ich ihn anders erziehe? Na, auch Vito erziehe ich in diese Richtung. Vito ist der beste Wachhund, den ich je besessen habe. Aber er ist nicht der beste Schutzhund, den ich je besessen habe.
Vito würde mich beschützen im Fall der Fälle. Aber nur dann, wenn er davon überzeugt ist, dass meine Person attackiert wird. Wird er attackiert, weicht er zurück, solange er zurückweichen kann. Das habe ich schon oft genug draußen erlebt. Er würde also im Fall solch eines Prüfers, Kanister, Regenschirm, Knüppel, versuchen zurückzuweichen. Er würde garantiert keinen Angriff starten, außer die Leine würde sich spannen und er könnte nicht mehr weiter. Hinter ihm wäre eine Mauer oder er könnte mich nicht weiterziehen. Ich würde ihm den Fluchtweg nehmen. Dann könnte es sein, dass er eine Verteidigungsreaktion zeigt. Doch von sich aus würde er keine Attacke starten. Das hat er allerdings mit seiner allgemeinen, ich möchte nicht sagen Umweltscheu, sondern mit seinen Traumata zu tun, die er schon hatte, wie ich ihn im Alter von 5 Monaten erworben habe. Einiges geht bei ihm nicht mehr weg. Ich weiß, wäre Vito bei mir, jemand würde mich attackieren, verletzen, Vito würde erkennen, dass ich hier in Not gerate, lege ich meine Hand ins Feuer, dass Vito einschreiten würde. Er würde versuchen, mir zu helfen. Vito würde zur Attacke übergehen. Er ist ein guter Schutzhund. Aber er ist nicht so ein zuverlässiger Schutzhund, wie Attila oder Boris das war. Wieso ich der Meinung bin? Nun, die eine Geschichte mit Attila kennen Sie vielleicht. Ich war damals mit ihm unterwegs auf der Donauinsel, das ist ein Erholungsgebiet in Wien. Ich war 40 Jahre lang in Wien zu Hause. Dort hatten wir eine Lokalität, die Schilfhütte. Das war recht spät in der Nacht, es war schon dunkel. 21:30 Uhr muss das gewesen sein am Wochenende, an einem Samstag. Ich selbst war mit meinen Freunden öfter dort vor Ort bei dieser Lokalität, aber ein etwas raues Pflaster. War schön, gemütlich, doch manchmal fand sich dort auch ein etwas unangenehmes Publikum ein, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das war nicht ständig oder immer der Fall, überhaupt nicht. Man konnte sich sehr gut unterhalten dort. Es war ein Lokal, wo man normalerweise ohne weiteres seine Begleitung, seine Frau oder seine Freundin hin ausführen konnte, ohne Probleme erwarten zu müssen. Doch es kam nun mal hier und da vor, dass sich auch etwas weniger gutes Publikum dorthin verirrte. Ja, eines Tages war ich mit Attila unterwegs, genau in Richtung dieser Hütte. Einige von Ihnen kennen die Geschichte, ich wiederhole mich, ich habe die schon mal erzählt. Und es kamen mir 3, klar erkennbar angetrunkene Männer entgegen. Diese 3 Männer waren bei uns in der Umgebung unbekannt, als Raufbolde bekannt. Mit einem dieser 3 Herren hatte ich mal eine körperliche Auseinandersetzung, welche zu seinem Nachteil ausging. Ja. Na, egal, lange Rede, kurzer Sinn, die kamen auf mich zu, merklich angeheitert. Ich hatte Attila an der Leine, der ging links von mir und ich ging auf der rechten Seite. Die kamen mir linker Hand, meiner Sicht aus gesehen, entgegen. Ich wusste, können jetzt 2 Dinge geschehen. Entweder sie lassen sich von meinem Hund beeindrucken, denn ich werde ihn aufbauen, sodass er sich zeigt, wenn wir auf gleicher Höhe sind, oder sie tun es nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, weiß ich ganz genau, dass ich jetzt hier gleich Probleme haben werde. Denn ich wurde erkannt. Alle 3 kannten mich. Und alle 3, selbstverständlich, mit dem ich diese Auseinandersetzung hatte, doch auch die anderen beiden, seine beiden Freunde wussten, was da los war mit uns. Ich hätte keine Chance gehabt. Das waren erfahrene Raufbolde. Ich war allein mit meinem Hund. Doch wie gesagt, wäre da ein Konflikt daraus entstanden, ja, wäre das wahrscheinlich fürchterlich gewesen, denn Attila wäre da reingegangen wie ein Gassenhauer, das kann ich Ihnen sagen. So, also was ist geschehen? Die kamen mir entgegen und etwa 20, 30 vor mir sagte ich meinem Hund, er solle sich zeigen. Ja, ich hatte da meine verbalen Tricks dafür, so wie viele von Ihnen das auch haben bei Ihrem Hund. Ja. Attila kapierte, um was es geht, und nahm sofort eine dominante Haltung ein. Sein Gang versteifte sich, sein Fell, also er stellte das Fell auf, stellte die Bürste auf, wie man in Wien sagen, er hat die Bürsten aufgestellt, von der Gruppe bis zum Nacken. Ganz steif und Sie wissen schon, Falten auf der Stirn, Ohren gespitzt, verkrampfte Schnauze. Na, und etwa auf 3 Meter Abstand, als sie bei mir vorbeigingen, startete Attila einen Angriff. Scheinangriff kann ich nicht sagen, denn er hätte zugeschlagen. Ne? Doch ich hatte ihn an der Leine und etwa einen Meter vor diesen 3 spannte sich die Leine, wobei einer dieser 3 sagte, Alter, der ist geil, da geh ich nicht zu. Also, der ist gefährlich, der Hund.
dem nähere ich mich nicht. Also die haben mich erkannt, ließen sich von meinem Hund aber beeindrucken und es ist nichts geschehen, die gingen weiter. Wäre Attila nicht dabei gewesen, weiß ich, dass ich da in eine Konfrontation mit diesen dreien geraten wäre. Die waren aufgelegt für solch eine Situation, weiß ich. Ja, und ich hätte da keinen Stich gemacht. Ich war allein. Natürlich hätte ich mich gewehrt und hätte versucht, die drei fertig zu machen, die drei platt zu machen, aber das waren, wie gesagt, das waren erfahrene Raufbolde. Die hätten mich gehabt, auch wenn sie angetrunken waren und ich nicht und damals ja noch Turniersportler war. Aber schauen Sie, niemand von uns ist Superman. Ja. Doch, Attila hat mich in dieser Situation rausgerissen und genau deswegen liebe ich es, wenn meine Hunde einen Wach- und Schutztrieb zeigen. Meine Hunde nicht nur geistig dazu bereit sind, sondern auch natürlich körperlich dazu bereit sind. Das war Boris, das war Attila, das wäre Shiro Mentosa gewesen, das ist auch Vito, der mich ebenfalls beschützen würde. Nur in solch einer Situation kann es mir sehr leicht geschehen, dass Vito nicht mal annähernd so reagiert, wie Attila reagiert hätte. Also Vito hätte sich eventuell nicht vorher gezeigt, hätte nicht gedroht und hätte nicht gesagt, aufpassen, versucht es erst gar nicht. Vito wäre eher zurückhaltend gewesen. Fast scheu vielleicht sogar. Ja. Sie wissen, Hunde riechen den Alkohol. Dunkel. 3 Leute, auch Hunde können hier Chancen einschätzen. Die sind nicht so dumm, das wissen sie. Doch hätten die mich attackiert und hätte Vito gesehen, ich befinde mich in Not, bin ich mir zu 99% sicher, dass er eingeschritten wäre. Ob wir eine Chance gehabt hätten oder nicht, ist eine andere Frage, aber er wäre eingeschritten. Hätte ich allerdings meinen Hund in Bedrängnis gesehen, hätte ich höchstwahrscheinlich die Kraft eines Grizzlybären entwickelt und hätte es auch mit 5 Leuten aufgenommen. Viele von Ihnen werden genau verstehen, was ich meine. Ja, so viel dazu. Weitermachen. Schauen Sie, natürlich sollte Ihr Hund niemals eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Eine klare Sache, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und das wird er im Normalfall auch nicht, wenn Sie ihn gekonnt führen. Völlig egal, welcher engagierter Wächter und Beschützer er ist. Doch selbstverständlich gibt es Umstände, in welchen das Amt diesbezüglich einschreiten muss oder einschreiten sollte. Ist ja ganz klar. Schauen Sie, eine alte, gebrechliche Person mit einem äußerst kräftigen Hund, der übertriebenen Schutztrieb vorweist, der kann zur potenziellen Gefahr für jeden werden, der den Weg dieses Teams kreuzt, oder eine ihrem Hund körperlich weit unterlegene Person. Hier sprechen wir von 50 Kilo Menschen, die einen 90 Kilo Hund führen, die immer nach einer Laterne für die Leine sucht, weil ihr Hund in jedem eine Gefahr für seinen Besitzer sieht. Ich denke, hier sollte man schon etwas genauer distanzieren. Weit individueller vorgehen, keine Massenabfertigungsstrategie anwenden. Schauen Sie, jeder macht sich heute in die Hose, weil die Warmduscher am Drücker sind. Und das sind sie, das wissen wir. Weil die Leute, die der Meinung sind, ein Hund ist nur dann ein braver und guter Hund, wenn er mit Rüden, mit Hündinnen, mit fremden Menschen, mit Reh und mit Hase schmust, weil diese Leute immer mehr werden. In dieser verrückten Zeit wagen es viele gar nicht mehr, den Wach- und Schutztrieb ihrer Hunde zu fördern. Ich sage Ihnen was. Ich habe Schriftverkehr mit mindestens 10 meiner Zusehern, die sind alle aus Deutschland. Wo genau das der Fall ist. Ist leider so. Und genau deshalb glaube ich auch, dass der Wach- und Schutzhund zumindest bei uns hier in Mitteleuropa am Aussterben ist. Ich sagte schon öfter, ich weiß nicht, ob ich nach Vito nochmal einen Hund haben werde. Das wird sich alles noch weisen. Ne? Aber eines kann ich Ihnen garantieren, glauben Sie mir, wenn ich Ihnen das sage, solange ich Hunde habe, werden meine Hunde, wenn sie sich dafür eignen, auch das habe ich schon öfter gesagt, immer zum Wach- und Schutzhund erzogen werden. Und wenn ich damit auch der Letzte der Mohikaner bin, dann ist das ebenso, denn ich pfeife auf diese ganze und immer mehr und größer werdende Warmduscherei. So ist das nun mal. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.